Jedes Jahr stehen Hunderttausende im Wiener Belvedere vor diesem Bild. Sie sehen Romantik, sie sehen Liebe, Gold, Blumen, ein Kuss. Aber schau auf ihre Knie. Sie kniet am Rand eines Abgrunds. Hinter ihr nichts, nur Tiefe. Und schau auf sein Gesicht. Du kannst es nicht sehen. Er hat keines. Das berühmteste Liebespaar der Kunstgeschichte hat ein Problem. Und Klimt hat es absichtlich so gemalt. Schau jetzt auf ihre Füße. Ganz unten, rechter Bildrand. Die Zehen hängen über die Kante. Das Blumenbeet endet abrupt. Dahinter ist Leere. Sie kniet. Sie lehnt sich nicht aktiv in den Kuss. Sie lässt es geschehen. Augen geschlossen. Gesicht zur Seite geneigt. Eine Körperhaltung, die man Hingabe nennen kann. Oder Resignation. Jetzt schau auf ihre Gewänder. Sein Umhang. Schwarz-weiße Rechtecke. Hart. Geometrisch. Ihr Kleid. Runde Blüten. Weiche Kreise. Fließend. Zwei Prinzipien, die sich berühren, aber nicht vermischen. Und zwischen beiden der Kuss. Über dem Abgrund. Das Bild, das die Welt als Inbegriff der Liebe kennt, ist ein Bild über das Ende der Dinge. Das hat Klimt selbst nie erklärt. Aber er hat es gemalt. Und es gibt noch etwas. Etwas, das die meisten Menschen nicht wissen. Dieses Gemälde entstand unmittelbar, nachdem Klimt den größten Skandal seiner Karriere überlebt hatte. Einen Angriff, der ihn fast zerstört hätte. Nicht durch Kritiker, durch die Universität seiner eigenen Stadt. Mehr Gold, mehr Abgrund. Abonniere Abgrundgalerie. Wien, 1894. Die Universität Wien beauftragt zwei Maler, ihren Festsaal zu schmücken. Franz Matsch und Gustav Klimt. Ein Prestigeauftrag. Klimt ist 32. Er hat bereits das Burgtheater ausgemalt. Er ist anerkannt, respektiert, auf dem Weg nach oben. Die Universität will 4 allegorische Gemälde. Philosophie, Medizin, Jurisprudenz, Theologie. Matsch übernimmt die Theologie. Klimt die 3 anderen. Die Kommission sieht Klimts Entwürfe. Sie nicken. Alles gut. Dann beginnt Klimt zu malen. 4 Jahre lang arbeitet er an der Philosophie. Und was er nach 4 Jahren präsentiert, ist nicht das, wofür sie bezahlt haben. Statt glorifizierter Wissenschaft, nackte menschliche Körper, verschlungen, leidend, treibend, statt Licht und Fortschritt, ein Strudel aus Krankheit, Tod und Chaos. Die Weisheit erscheint am Rand des Bildes. Klein, machtlos, der Rest ist dunkel. Das Jahr 1900. Erste Ausstellung der Philosophie in der Wiener Secession. Der Aufschrei ist unmittelbar. Ein Großteil der Professorenschaft unterzeichnet eine Petition. Sie fordern, das Bild nie im Festsaal zu zeigen. Klimt interessiert das nicht besonders. Er malt weiter. 1901. Die Medizin. Nackte Körper. Der Tod als ständige Begleiterin. Die Heilkunst hilflos. Kein Triumph der Wissenschaft. Das genaue Gegenteil. Diesmal wird Klimt zum Thema im österreichischen Parlament. Abgeordnete diskutieren, ob staatliche Gelder für solche Bilder eingesetzt werden dürfen. Der Vorwurf: Pornografie. Klimt antwortet in der Zeitung mit einem einzigen Satz. Es entscheide nicht, wie vielen es gefällt, sondern wem es gefällt. Er selbst sei zufrieden. 1903. Die Jurisprudenz. Das härteste der 3 Bilder. Ein Verurteilter, umschlungen von einer Krake. 3 Furien. Gerechtigkeit, Wahrheit, Gesetz. Hoch oben im Bild, weit weg vom leidenden Menschen unten. Manche Kunsthistoriker glauben, der alte Mann in der Jurisprudenz ist Klimt selbst, der sich als Opfer einer ungerechten Beurteilung darstellt. 1904. Die Regierung verbietet ihm, Österreich mit diesen Bildern auf der Weltausstellung in St. Louis zu vertreten. Im April 1905 zieht er von dem Auftrag zurück. Er gibt das Honorar zurück.
Er kauft die Bilder selbst aus den Händen der Universität. Und er schwört, nie wieder ein öffentlicher Auftrag. Nie wieder. Er hält das Versprechen bis zu seinem Tod. Und dann malt er den Kuss. (1907) Klimt ist 45. Die Narben des Skandals sind 3 Jahre alt. Er hat sich in die private Auftragsmalerei zurückgezogen. Porträts reicher Wienerinnen, Landschaften am Attersee. Und er malt das Bild, das alles andere auslöschen wird. Schau jetzt auf das Gold. Klimts Vater war Goldgraveur, ein böhmischer Einwanderer. Er schnitt Muster in Metall. Der Sohn lernte das Handwerk, bevor er Pinsel in die Hand nahm. Im Kuss trägt er Blattgold auf. Echtes Blattgold. Und Silber. Und Platin. Die Technik kannte er aus der Kindheit. Das Goldene ist nicht Dekoration. Es ist Isolation. Das Paar existiert in einer Blase. Kein Hintergrund, kein Kontext, kein davor und kein danach. Nur dieser eine Moment, eingeschlossen in Gold. Wie ein Insekt im Bernstein. Unvergänglich und gefangen. Schau auf das Muster seines Gewands. Schwarze Rechtecke auf weißem Grund. Hart, eckig, geschlossen. Das ist Klimts Zeichensprache für Männlichkeit. Kontrolle, Geometrie, Stärke. Schau auf ihr Kleid. Runde Formen, Blüten, Spiralen. Weich, offen, fließend. Das Gegenteil. Die beiden Körper sind zu einer einzigen Silhouette verschmolzen. Aber ihre Muster berühren sich nicht. 2 Welten, eng aneinander gedrückt, ohne sich wirklich zu vereinen. Schau auf ihre Hände. Sie liegen an seinen Schultern. Kein Griff, keine Anspannung, keine Gegenbewegung. Sie halten ihn nicht fest. Sie stoßen ihn auch nicht weg. Sie liegen einfach da. Schau jetzt auf die Aureole, die goldene Hülle, die beide umschließt. Sie ist kein Rahmen, sie ist ein Kokon. Das Paar existiert innerhalb dieser Form, abgeschnitten von allem, was außen ist. Kein Horizont, kein Boden unter ihnen, außer diesem Blumenbeet, das gleich endet. Man könnte sagen, Schutz. Aber genauso könnte man sagen, Käfig. 2 Menschen, eingesperrt in einem Moment, der nie enden und nirgendwo hingehen wird. Und jetzt schau auf sein Gesicht. Es ist abgewandt. Du siehst es nicht. Du siehst den Hinterkopf, das dunkle Haar, die Geste der Hände. Wer dieser Mann ist, bleibt verborgen. Er hat kein Gesicht, keine Identität, keinen Namen. Er ist ein Prinzip, eine Kraft. Sie dagegen ist vollständig sichtbar. Die roten Lippen, das sanfte Gesicht, die geschlossenen Augen. Du siehst, was sie fühlt. Er bleibt Geheimnis. Und jetzt noch einmal ihre Füße. Sie kniet auf einem Blumenbeet. Hinter ihren Knien der Abgrund. Das Blumenbeet endet. Dahinter ist nichts. Sie ist buchstäblich am Rand. Ihre Zehen klammern sich an die letzten Blüten. Wenn er loslässt oder wenn sie aufhört zu halten, fällt sie. Ist das Liebe oder ist das Angst? Klimt hat das nie aufgelöst. Er hat keine Interviews gegeben, keine Erklärungen geschrieben. Er malte und schwieg. Nimm das Bild ernst, als wärst du der Erste, der es sieht. Nicht als Postkarte, nicht als Poster, als Bild, das ein Mensch gemacht hat, der gerade erfahren hatte, dass die Institution, die ihn beauftragt hatte, ihn auch vernichten konnte. Der Mann, der das Schöne malte, kannte den Abgrund sehr genau. Und dann ist da noch die Frage, die das Bild seit 100 Jahren stellt. Wer ist diese Frau? Ihr Name ist nicht bekannt. Es gibt eine Vermutung. Emilie Flöge, Modedesignerin, 19 Jahre jünger als Klimt. Die Schwester der Frau, die Klimts Bruder Ernst geheiratet hatte. Als Ernst im Dezember 1892 starb, wurde Klimt Vormund der gemeinsamen kleinen Tochter. Er verbrachte von da an jeden Sommer mit der Familie Flöge am Attersee, 27 Jahre lang. Die Korrespondenz zwischen den beiden ist erhalten, fast 400 Briefe und Karten. Alle sachlich, fast alle harmlos.
kein Liebesbrief, kein eindeutiger Beleg. Was zwischen ihnen war, weiß niemand mit Sicherheit. Er heiratete sie nie. Er heiratete niemanden. Er hatte mindestens 14 Kinder von verschiedenen Frauen. Emilie hatte kein Kind. Sie heiratete nie. Als er am 11. Januar 1918 nach einem Schlaganfall starb, sollen seine letzten Worte gewesen sein. Die Emilie soll kommen. Sie erbte die Hälfte seines Nachlasses. Ob das Paar im Kuss Klimt und Emilie zeigt, niemand weiß es. Emilie hat körbeweise Briefe verbrannt. Ihre eigene Sicht der Dinge ist nicht überliefert. Sie schwieg bis zu ihrem Tod 1952. In ihrem Haus richtete sie nach seinem Tod ein Klimt-Zimmer ein. Seine Staffelei, sein Malerkittel, Hunderte seiner Zeichnungen. Sie bewahrte alles auf, was von ihm geblieben war, bis das Haus in den letzten Kriegstagen brannte und auch das Zimmer verschwand. Was bleibt, ist das Bild und die Frage, die es aufwirft. Aber was mit den anderen Bildern passierte, den Bildern, die vor dem Kuss kamen, das ist eine andere Geschichte, eine dunklere. 1908. Das Bild wird auf der Kunstschau Wien ausgestellt. Das Datum auf der Leinwand ist der 22. Juli 1909. An diesem Tag schickt er es ins Museum. Aber schon auf der Kunstschau ist die Reaktion anders als alles, was er kannte. Kein Skandal, keine Petitionen, kein Parlament. Der österreichische Staat kauft es sofort. 25.000 Kronen, direkt von der Ausstellung. Freiwillig, ohne Streit. Derselbe Staat, der seinen Parlamentariern erlaubt hatte, seine Medizin als Pornografie zu bezeichnen. Dieselbe Stadt, aus der er keine öffentlichen Aufträge mehr angenommen hatte. 5 Jahre nach dem tiefsten Bruch, der teuerste Ankauf seiner Karriere. Und Klimt schwieg dazu, wie immer. Aber jetzt, schau auf die Bilder, die er nicht verkaufte. Die 3 Fakultätsbilder, Philosophie, Medizin, Jurisprudenz. Sie wandern durch Privatsammlungen. Die Familie Lederer kauft sie. August Lederer, ein Wiener Industrieller. Seine Sammlung ist eine der bedeutendsten Österreichs. 1939. Österreich ist Teil des Deutschen Reichs. Die Familie Lederer ist jüdisch. Ihre Sammlung wird konfisziert, arisiert. Die Fakultätsbilder lagern auf Schloss Immendorf in Niederösterreich. 8. Mai 1945. Der letzte Tag des Krieges in Europa. Abziehende SS-Einheiten setzen Schloss Immendorf in Brand, damit die sowjetischen Truppen nichts bekommen. Die 3 Bilder verbrennen, alle 3. Von der Philosophie und der Jurisprudenz gibt es nur Schwarz-Weiß-Fotografien. Von der Medizin einen kleinen Farbausschnitt. Jahrzehntelang war das alles. Bis vor wenigen Jahren Belvedere und Google Arts and Culture die Bilder mittels künstlicher Intelligenz rekonstruierten. 90.000 Kunstwerke aus Klimts Epoche wurden eingespeist. 4 Jahre Arbeit. Heute hängen großformatige Reproduktionen der rekonstruierten Bilder an der Fassade der Medizinischen Universität Wien. Am selben Campus, auf dem Klimts Medizin einst hätte hängen sollen. Die Bilder, die Wien einst nicht haben wollte, hängen jetzt an Wiens Wänden. Der Kuss hängt im Belvedere, hinter Glas, lichtgeschützt, klimakontrolliert. Die Menschen stehen davor und sehen Liebe. Und das stimmt. Aber es ist nicht alles. Hinter den Knien der Frau, der Abgrund, über ihnen das Gold des Augenblicks. Und irgendwo in diesem Bild ein Mann, der wusste, wie es sich anfühlt, am Rand zu stehen. Der die Frau kannte, die er nie ganz halten konnte. Und der nach dem größten Skandal seines Lebens